Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. So, heute soll es um if-Bedingungen gehen. Mit if könnt ihr sozusagen verzweigen, wenn etwas ist, dann macht das, ansonsten macht das. Und ja, das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, deswegen wollen wir gleich mal drauf eingehen. Okay, wir brauchen unser Pi eigentlich gerade nicht mehr, das kann mal getrost sterben gehen. Und wir brauchen hier einfach nur ein paar Variablen, zum Beispiel int a gleich 0 und int b gleich 1. So, okay, jetzt wollen wir hier ein bisschen was damit machen. Und dazu würde ich sagen, benutzen wir hier auch dieses Print. Einfach mal so ein bisschen rumspielen damit. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen, wenn a etwas macht, dann wollen wir irgendwas tun. Also zum Beispiel if. If ist immer euer Schlüsselwort. Dann kommt die Klammer auf, Klammer zu. Und danach kommt die geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu. So, und hier kommt jetzt eure Bedingungen rein. Also zum Beispiel, if irgendwas gilt, also a ist, wenn a 0 ist, also ist gleich 0. Achtung, hier sind zwei Gleichheitszeichen, das ist ganz wichtig. Mit nur einem Gleichheitszeichen würdet ihr a gleich 0 zuweisen. Und um das zu verhindern, damit ihr auch einen Vergleich habt am Ende, nicht eine Zuweisung, müsst ihr das Ganze vergleichen. Also ist a gleich 0? Wenn ja, dann tue hier drin zum Beispiel ein Print irgendwas. Zum Beispiel ein printf. Diese Einrückung, die müsst ihr nicht machen, aber es ist deutlich übersichtlicher, wenn man sie macht. Also normalerweise rückt man ein, sobald man in eine Funktion oder Methode reinkommt, und dann für jedes if rückt man nochmal ein. Aber das ist nicht so wichtig. Das ist eigentlich bloß Style. Okay, hier geben wir zum Beispiel jetzt aus, a ist 0. So, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, das ist absolut trivial, das ist doch total bescheuert. Da oben steht ja, a ist 0. Ja, zum Beispiel könnt ihr jetzt aber der Nutzer irgendwas eingeben. Also zum Beispiel sagen wir dem Nutzer, gib eine Zahl ein. Und dann fragt ihr ab, ist die Zahl 0, ist die Zahl 1, 2, 3, und je nachdem, was er halt eingegeben hat, macht ihr irgendwelche völlig unterschiedlichen Sachen. Und dadurch habt ihr hier eben die Möglichkeit. Okay, also sagen wir mal, a ist 0, dann geben wir aus, a ist 0. Okay, lassen wir das Ganze mal laufen, das reicht erstmal, und schauen, was bei rauskommt. Hier steht jetzt a ist 0 und ich habe kein \n gemacht, deswegen kriegen wir auch keine neue Zeile. Und deswegen sieht das Ganze hier so hässlich aus, deswegen lassen wir es gleich nochmal laufen, jetzt ist a 0. Okay, super. Jetzt sagen wir, ist b gleich 0. b ist 0. Und wir sehen, offensichtlich ist b 1, das heißt, das hier ist nicht wahr. Und wir fragen mal unseren Compiler, was er dazu meint. Wir kriegen einfach keine Ausgabe. Macht ja auch Sinn. Wenn wir hier b gleich 0 hätten, würden wir hier ausgeben, a ist 0, was ich noch nicht geändert habe, ist ja bescheuert, aber egal. Wenn wir hier b gleich 0 hätten, würden wir dieses printf ausführen. Hätten wir aber, oder was wir jetzt eben nicht haben, b irgendwas anderes als 0, dann geben wir eben nicht dieses Ding aus, sondern überspringen diese Anweisung. Also alles, was innerhalb dieser geschweiften Klammern ist, wird einfach völlig übergangen und wir springen direkt wieder hier runter. Also wir prüfen, ist das hier gleich? Nein, ist es nicht, also springen wir hier runter, und dann steht hier nur noch Return 0, und dieses Return 0, das macht eigentlich bloß, dass wir hier rausgehen. Okay? Also geben wir nichts aus. So, und ja, jetzt haben wir natürlich keine Ausgabe hier erhalten, das ist auch ganz gut so, aber jetzt wollen wir vielleicht prüfen, ob b 1 ist, denn 0 ist es ja offensichtlich nicht. Oder ob b irgendwas anderes ist. Wir wollen jetzt ausgeben, b ist nicht 0. Also sagen wir hier else. Hier sollte vielleicht tatsächlich noch dieses b hin. b ist 0, wenn b 0 ist. Und jetzt sagen wir hier else, also alles andere, also wenn b nicht 0 ist, zum Beispiel 1, aber zum Beispiel auch 5 Milliarden. Dann geben wir aus printf b ist nicht 0. Und \n nicht vergessen, sonst sieht es wieder komisch aus. Okay, so, wenn wir das jetzt haben, dann haben wir schon eine schöne Verzweigung gebaut und wir kriegen raus, b ist nicht 0. Wenn ich jetzt hier oben b auf 0 ändere, dann kriegen wir hier raus, b ist 0. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, völlig unterschiedliche Sachen zu machen. Ziemlich coole Sachen, und ja, das ist noch nicht fertig. Wir kriegen hier sogar noch mehr mächtige Werkzeuge. Wir können nämlich auch abfragen, ist b denn irgendwas anderes? Also wir müssen nicht alle anderen Fälle fangen, sondern nur einen anderen Fall. Zum Beispiel können wir hier sagen,
else if b gleich 1. Und jetzt ist b gerade aktuell nicht 1. Ich hätte aber ganz gerne, dass es 1 ist, damit wir in den Fall reingehen. Und deswegen sagen wir hier drin dann printf b ist 1. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur den ersten Fall, dass b gleich 0 ist, dann geben wir nämlich b gleich 0 aus oder b ist 0 aus, sondern wir haben auch noch einen zweiten Fall abgefangen mit ist b 1 und dann geben wir b ist 1 aus und ansonsten geben wir aus b ist nicht 0 und nicht 1. So, jetzt probieren wir das einfach mal hier aus, was passiert. Wir kriegen natürlich die Ausgabe b ist 1 und hätte ich euch das Ganze wahrscheinlich nicht gezeigt. Okay. Ja, und so können wir so viele Sachen wie möglich abfragen oder so viele Sachen, wie wir wollen. Wir können hier nämlich auch so viele else if, wie wir wollen, reinpacken. Also ich kann jetzt hier noch anfangen mit else if, na komm schon, rückt das Ganze doch ein. Else if b gleich 2 und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Gleichheit ein bisschen so eine Sache. Man weiß nicht so sicher, möchte ich jetzt hier wirklich alles auf Gleichheit überprüfen oder reicht es mir zum Beispiel zu wissen, ist b größer als 2 oder sowas. Und dazu gibt es dann Operatoren und ja, die zeige ich euch im nächsten Video. Alles klar, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.